Du verdirbst die Überraschung, Europa. So haben sie es gesagt. Mit einem Lächeln, das freundlich wirken sollte, aber kalt auf meiner Haut landete. Ein Satz, beiläufig ausgesprochen, wie man ein Fenster schließt, wenn es zieht. Und doch hat er etwas in mir verschlossen. Für immer. Ich stand an der Küchentür, die Hand noch am Rahmen, als hätte ich kurz davor gezögert einzutreten. Die Stimmen im Wohnzimmer waren leise geworden, nachdem ich angekündigt hatte, dass ich eine kleine Rede vorbereitet hatte. Nur ein paar Worte, ehrlich, liebevoll, aus tiefstem Herzen. Für meine kleine Leni, die heute 8 Jahre alt wurde, meine Urenkelin. Aber meine Tochter kam mir zuvor. Papa, es ist wirklich lieb gemeint, aber wir haben ein Programm, eine Überraschungsshow, vielleicht störst du damit den Ablauf. Ich nickte. Natürlich nickte ich. Was sagt man in so einem Moment? Dass man seit Wochen daran geschrieben hat, dass man jeden Satz 3-mal überdacht hat, weil man nicht kitschig wirken wollte, dass man nachts wach lag, weil man das Gefühl hatte, bald gar nichts mehr sagen zu dürfen. Ich nickte, ging zurück in mein Zimmer. Und dort, schrieb ich weiter, nicht für die Bühne, nicht für Applaus, sondern weil Worte in mir brannten, die gesagt werden wollten. Ich heiße Johann, 86 Jahre alt, Witwer, ehemaliger Buchhändler, wenn das heute noch jemanden interessiert. Ich lebe im Obergeschoss des alten Hauses meiner Tochter. Früher gehörte es mir, jetzt sagen wir, bin ich geduldet. Ein Zimmer, ein kleiner Schreibtisch, ein Sessel, in dem ich manchmal sitze und mir vorstelle, wie es wäre, wenn ich noch gebraucht würde. Ich war nie ein lauter Mensch, habe immer lieber zugehört als geredet. Meine Frau, Anna, sagte oft, du hast die Gabe, in der Stille zu leuchten. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt. Die Stille ist geblieben. Das Leuchten ist schwächer geworden. Seit Anna vor 9 Jahren gegangen ist, bin ich kleiner geworden in ihrer Welt. Nicht im Körper, aber im Herzen der Familie. Früher kamen sie oft rauf, meine Enkel, sogar die Urenkel. Fragten nach Geschichten, nach alten Fotos, nach der Zeit, als alles schwarz-weiß war, wie Leni von einmal sagte. Heute ist mein Zimmer meistens still. Ich höre, wenn unten gelacht wird, wenn Musik läuft, wenn Kuchen gebacken wird. Ich rieche ihn, manchmal Vanille, manchmal Zimt. Aber selten werde ich gefragt, ob ich mitessen möchte. Meistens bleibt ein Stück auf einem Teller vor meiner Tür, ohne Worte. Nur das Klappern des Porzellans, das kurz zeigt, wir haben dich nicht ganz vergessen. Ich schreibe viel, Tagebücher, kleine Briefe an niemanden, manchmal Geschichten, die niemand liest. Es ist mein letzter Versuch, sichtbar zu bleiben. Worte sind meine letzte Sprache der Liebe geworden. Und manchmal hoffe ich, dass sie eines Tages jemand liest. Vielleicht Leni, vielleicht, wenn ich nicht mehr da bin. Es war ein Samstagmorgen. Sonnenstrahlen krochen durch die Gardinen meines kleinen Fensters. Ich hörte unten Stimmen, helle, aufgeregte Stimmen. Leni hatte heute Geburtstag. Ihr 5., glaube ich, oder 6. Es war schwer mitzuzählen, wenn man nicht mehr eingeladen wurde. Ich stand langsam auf, zog meine Weste an, fuhr mir mit der Hand über das dünner gewordene Haar und trat ans Fenster. Von hier aus konnte ich den Garten sehen. Bunte Luftballons wehten im Wind, ein kleines Zelt war aufgebaut, darunter ein Tisch mit Tellern in Einhornform. Kinder liefen umher, lachten, schrien. Ein Mann in Jeans und Poloshirt, wahrscheinlich einer der Väter, stellte gerade eine Musikbox auf. Ich hätte gern geholfen. Vielleicht beim Aufpumpen der Ballons oder beim Erzählen einer kleinen Geschichte, so wie früher. Doch niemand hatte geklopft, niemand hatte gefragt. Im Flur lagen bunte Geschenke. Ich hatte mich am Abend davor getraut, auch eines dazuzulegen. Ein kleines Päckchen, sorgfältig verpackt, mit einem handgeschriebenen Kärtchen für Leni von Europa Johann. Ich hatte ihr ein altes Märchenbuch eingepackt, nicht irgendeins. Es war das Buch, aus dem ich ihrer Mutter früher vorgelesen hatte. Auf der ersten Seite stand in verblassener Tinte für Marie von Papa, möge deine Fantasie nie enden. Ich hörte Schritte, Gelächter, das Klirren von Gläsern. Dann, als hätte jemand ein Messer durch meinen Brustkorb gezogen, die Worte, die mir durchs Treppenhaus entgegenschlugen: Leg das weg, er wird es eh wieder übertreiben. Der Europa versteht diese Welt nicht mehr. Und er verdirbt immer die Überraschung. Es wurde still in mir. Ich setzte mich zurück an meinen Tisch. Neben mir lag ein alter Füller
und ein leerer Umschlag. Ich starrte auf das leere Blatt vor mir. Die Worte, die ich schreiben wollte, kreisten wie Vögel über meinem Kopf, doch keiner wollte landen. Was schreibt man, wenn man spürt, dass man nicht mehr dazugehört? Was schreibt man, wenn das eigene Blut beginnt, dich auszuschließen? Ich hörte, wie unten gesungen wurde. Happy Birthday, in dieser gemischten, modernen Version. Applaus. Dann ein lautes Überraschung. Ich schloss die Augen. Die Überraschung. Wahrscheinlich hatte jemand ein Pony organisiert. Oder einen Clown. Oder beides. Und ich? Ich war die einzige Überraschung, die keiner mehr wollte. Dabei hatte ich so lange überlegt. So viele Nächte wachgelegen. Ich wollte etwas schenken, das bleibt. Etwas, das nicht in einem Monat vergessen wird. Kein Plastikspielzeug, kein Singsang. Etwas, das Leni vielleicht in 10, 20 Jahren noch in Händen hält. Aber was weiß ein alter Mann schon von dieser Welt, wie sie sagten? Ich stand auf, ging langsam zum Regal, griff nach dem Buch, dem echten. Das Geschenk unten war nur eine Kopie. Dies hier war das Original. Vergilbte Seiten, ein leicht gebrochener Buchrücken mit kleinen Kritzeleien von Marie, als sie noch klein war. Ich schlug es auf. Auf der Innenseite klebte ein Foto. Marie, 5 Jahre alt, auf meinem Schoß. Leni hatte ihr Lächeln. Tränen stiegen mir in die Augen. Ich setzte mich wieder, atmete tief durch und begann zu schreiben. Nicht für Leni, nicht für Marie, für mich. Ich schrieb über all die Nachmittage, an denen ich Geschichten erfunden hatte, damit Marie einschlafen konnte. Über den Tag, an dem ich zum ersten Mal Uropa wurde und meine zittrigen Hände dieses kleine Wesen hielten. Über die stille Angst, bedeutungslos zu werden. Und über die stille Wut, es ohne ein Wort einfach hinzunehmen. Die Worte flossen, Zeile für Zeile. Nicht bitter, nicht als Anklage, sondern als Vermächtnis. Ich schrieb auf, was Liebe bedeutet, wenn man nichts mehr zurückbekommt. Was Familie ist, wenn sie dich vergisst. Unten tanzten die Kinder. Ich hörte, wie jemand sagte, gut, dass er oben bleibt. Das hätte sonst wieder alles zerstört. Ich legte den Stift beiseite, faltete den Brief, steckte ihn in einen Umschlag. Dann stand ich auf, ging hinunter in den Flur, nahm das kleine Geschenkpäckchen und tauschte es heimlich gegen den Umschlag aus. Darauf stand nun, für Leni später. Ich saß wieder in meinem Sessel, das Licht im Zimmer war gedämpft, nur die Lampe über meinem Schreibtisch war noch an. Meine Hände ruhten auf meinen Knien, das Zittern hatte nachgelassen. Stattdessen war da nur Leere. Die Worte, die ich geschrieben hatte, lagen schwer auf meinem Herzen. Nicht, weil sie traurig waren, sondern weil sie wahr waren. Zu wahr. Ich hatte mir immer eingeredet, dass es nur eine Phase sei. Dass sie mich liebten, nur anders. Dass sie beschäftigt waren. Dass ich irgendwann wieder gebraucht werden würde. Aber in diesem Moment, in diesem stillen, ehrlichen Moment, wusste ich, das wird nicht mehr passieren. Ich war kein Teil mehr. Nicht der Geschichte, nicht der Familie, nicht einmal der Erinnerung. Ich stand auf, ging langsam zum Fenster. Draußen lachten sie. Ein letztes Lied spielte, jemand zündete eine kleine Fontäne an, Funken tanzten in den Himmel. Kinderhände klatschten, Erwachsene riefen, oh, und wie schön, und ich sah zu. Von oben, wie ein Fremder, wie ein Schatten aus einer anderen Zeit. Mein Blick verschwamm. Ich drehte mich um, ließ mich wieder auf den Stuhl sinken. Und dann brach ich zusammen. Nicht laut, nicht dramatisch, nur dieses stille Weinen, das tief aus der Brust kommt, das zittert und brennt, das keinen Ton braucht, um alles zu sagen. Tränen, die nicht für heute flossen, sondern für all die kleinen Abschiede, die ich nie als solche erkannt hatte. Für jedes Mal, wenn ich nicht angerufen wurde, für jedes Wir haben dich vergessen einzuladen, für jedes Du verstehst das eh nicht mehr, Opa. Ich war allein, in meinem Haus, in meinem Herzen, und vielleicht war das Schlimmste daran, dass ich es kommen sah und nichts dagegen getan hatte. Ich weiß nicht, wie lange ich so dagesessen habe, vielleicht Minuten, vielleicht Stunden, aber irgendwann hob ich den Blick. Da lag er, der Brief, sauber gefaltet in einem hellen Umschlag mit der Aufschrift für Clara, zum Erinnern. Ich hatte ihn vor Wochen geschrieben, nicht aus Wut, nicht aus Trotz, sondern weil ich wusste, Worte bleiben, wenn Erinnerungen verblassen. Ich stand auf, meine Beine fühlten sich schwer an,
Aber ich zwang sie zu gehen, ins Arbeitszimmer, dort, wo ich früher Stunden mit meinen Gedanken verbracht hatte. Ich öffnete die oberste Schublade und holte das Notizbuch heraus, in dem ich meine liebsten Erinnerungen gesammelt hatte. Die Geburt meiner Enkelin, das erste Lächeln von Clara, wie sie mir als Kind ein gemaltes Bild schenkte und sagte, »Du bist mein Lieblingsopa. Versprich mir, du wirst immer hier sein.« Ich blätterte langsam durch die Seiten, jede Zeile ein Echo, jedes Wort ein kleiner Schritt zurück ins Leben. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Ich lächelte, nicht weil es nicht mehr wehtat, sondern weil ich spürte, dass in all dem Schmerz noch etwas lebte. Etwas, das nicht gestorben war. Liebe, Erinnerung, Zugehörigkeit. Ich nahm ein neues Blatt Papier und begann zu schreiben. Nicht um zu klagen, sondern um zu erinnern. Liebe Clara, so begann ich. Und Satz für Satz schrieb ich ihr, wer ich war, was ich gesehen hatte, was ich für sie empfand. Nicht als Belehrung, sondern als Vermächtnis. Ich würde diesen Brief zur Seite legen. Vielleicht würde sie ihn eines Tages lesen. Vielleicht nicht. Aber ich hatte gesprochen, leise, ehrlich, aus dem Herzen. Und das war ein Anfang. 2 Wochen später stand ich wieder am Fenster. Draußen schneite es leicht. Die Welt wirkte still, wie eingefroren. Da klingelte es an der Tür. Ich öffnete langsam und da stand sie. Clara. Mit zitternden Händen und geröteten Augen. Europa. Ich habe deinen Brief gelesen. Sie hielt ihn fest umklammert, als wäre er das Kostbarste auf der Welt. Ich wusste nicht, wie sehr du alles mit uns geteilt hast. Mama hat nie erzählt, dass du so viel für uns getan hast. Dass du immer da warst. Still, aber da. Meine Kehle schnürte sich zu. Ich brachte kein Wort heraus. Ich habe das Notizbuch gesehen, fuhr sie leise fort. Die Geschichten, die Bilder, deine Worte. Ich will, dass du dabei bist. Bei allem, was noch kommt. Ein Moment lang war es, als hätte jemand die Zeit angehalten, und in diesem kurzen Augenblick verstand ich, dass meine leise Geste mehr bewirkt hatte als jedes laute Wort. Clara trat vor, umarmte mich fest. Nicht aus Pflicht, nicht aus Schuld, sondern aus echter, tiefer Verbindung. Und ich wusste, manchmal muss man nur einen Schritt zurücktreten, um wieder wirklich gesehen zu werden. Heute sitze ich wieder am gleichen Tisch. Die Lampe über mir wirft ein sanftes Licht auf das geöffnete Notizbuch. Claras Lieblingsstift liegt daneben. Sie hat mir einen neuen geschenkt. Die Seiten füllen sich langsam mit Erinnerungen. Nicht mehr nur meinen, sondern unseren. Manchmal braucht es nicht mehr als einen Brief, einen einfachen, ehrlichen Moment, um das Unsichtbare wieder sichtbar zu machen. Ich war nie auf große Gesten aus. Ich habe nie um Aufmerksamkeit gebeten. Aber ich habe gehofft, dass eines Tages jemand zwischen den Zeilen liest, und Clara tat es. Jetzt kommt sie öfter vorbei. Wir reden, lachen, schreiben gemeinsam Geschichten. Die Party ihrer Urenkelin, sie wurde verschoben. Clara sagte, eine Überraschung sei noch offen. Ich weiß nicht, was sie meint, aber ich habe gelernt, die besten Überraschungen brauchen manchmal nur Zeit, Stille und ein Herz, das bereit ist zu hören. Ich schließe das Buch. Draußen tanzt der Schnee im Licht der Laterne. Und in mir ist es ruhig. Endlich. Danke fürs Zuschauen.